Ja, grüß euch, ich bin der Unterreder Thomas aus dem Kirchdorf in Tirol. Ich betreibe da einen Nebenerwerbbetrieb, Bioheimilch. Ich bin im Sommer Teilzeit daheim, Teilzeit an der Arbeit, bin im Winter beim Lift. Gehe da auch bei uns bei den eigenen Feldern da um. Habe knapp 10 Milchkühe mit Aufzucht, ein paar Hähne, ein Apartment haben wir und nebenbei, wie gesagt, gehen wir ein bisschen an der Arbeit. Ja, heute machen wir einen zweiten Schnitt. Wir sind ein bisschen spät dran, weil es wieder einfach lange Regenphasen gehabt hat. Wir warten müssen, bis es ein bisschen trocken wird. Hoffen, dass es auch trocken bleibt, aber es wird schon schief gehen. Wir sind eigentlich komplett selbst mechanisiert. Eigentlich sozusagen hübsch mit Krone. Haben wir vor ein paar Jahren einen Traktor gekauft und haben wir umgestiegen auf Front. Und nach der Front haben wir einen Heckmilch dazu gekauft, dass es einfach schneller geht. Ich kriege ein bisschen Zonen, die Bauern im um. Und mit der Schlagkraft, da brauchst du zwar mehr Werk, dass du tiefer kommst. Parat bin ich jetzt 5,60 Meter und ja, mit 3,5 Hektar die Stunde bringe ich zusammen. Ich hätte schon Zwillingsreifen, aber brauche ich eigentlich nicht. Der Traktor selber ist in den, er hat relativ einen tiefen Schwerpunkt und ist eben nicht hoch gebaut. Du kannst relativ weit zurückfahren, wo du halt mit den großen gleich mehr anstehst. Und das, was halt ja mit den großen meint, das mache ich halt mit den kleinen dann. Also ich muss das vorher beachten bei der Fläche eigentlich, dass der Schwerpunkt von der Maschine oben bleibt. Also zum Beispiel die Mähkombination Front-Heck, schau das Heckmähwerk bergauf. Das ist ganz wichtig. Und dass der Schlaufen machst, dass du nicht bei Nummer auf den gleichen Fleck stehst. Aber das macht die Erfahrung. Ich meine, du wirst als Kind, du huckst dich, sobald du irgendwie denken kannst, huckst dich bei den Eltern selber einen Traktor in die Vorstellung mit, schaust schon viel zu. Und dann, wenn du selber fahren anfängst, du bringst eigentlich selber am meisten bei. Ich habe auch der Verwandtschaft Bauern, die haben steile Flächen, da habe ich auch Kinder, die haben fahren dürfen, sind gute Fahrer, die haben auch gesagt, wie es eigentlich am besten zum Fahren geht. Und wie gesagt, das muss einfach gewählt werden. Du musst halt irgendwann anschätzen können, dass du nicht ganz zu frech wärst, irgendwann bist du halt weg. Ja, und jetzt haben wir noch seit heuer einen neuen Einsatz, den Krone, den Vendro 620 heißt der. Mit diesen kleinen Linten haben wir ein super Gerät, weil ich einfach einmal breiter werden wollte. Und du bist halt mit einem Kreisler, was du halt früher so gehabt haben, bist schwer drauf, den haben wir nicht erhebt. Und jetzt wunderbar, die harmonieren super, die zwei. Ja, relativ ein Gaudi, echt sagen. Und wie gesagt, im Nebenerwerb ist halt einfach, du brauchst größere Maschine, du brauchst eine Schlagkraft, dass du nicht den ganzen Urlaub im Sommer für die Heuarbeit hernimmst. Du merkst auch mal was anderes auch da. Ja, man kann relativ gut mit großen Maschinen fahren. Ich sehe es allein schon, du fährst viel weniger als Feld rein. Also, wenn du siehst, früher haben wir im einen Mähwerk gehabt, 1,80 Meter gebraucht. Da hast du das Feld ins Nos, war relativ davor und du hast früher anfangen müssen, bis du fertig geworden bist. Jetzt mit der Schlagkraft einfach, wie gesagt, du hast länger dabei zum Warten, bis der Boden trocken ist. Und wie gesagt, du fährst am Boden nicht so viel zusammen. Du sparst eigentlich jede zweite Runde einmal reinfahren. Ja, Voraussetzung, dass das gut funktioniert natürlich, das ist halt einfach, dass der Boden trocken ist. Also ich kann jetzt nicht gleich nach dem Regen reinfahren, aber das ist für unten eigentlich auch nicht recht. Trocken muss es, wie gesagt, sein. Und auch die Erntegeräte sollten jetzt nicht schwer sein. Deswegen hat man immer das Prinzip von Vendro einfach, das hat man zugesagt. Es ist ein relativ großer Kreisler mit einem relativ geringen Gewicht. Das sind halt die Sachen. Also du musst halt einfach beinhart aufs Gewicht ein bisschen schauen. Du kannst jetzt da nicht weil es dir gefällt, die größten, schwersten Maschinen zu jagen. Die Wiesen, die kriegen eigentlich Sommer wie Winter, weil im Sommer mache ich da meine Heuarbeit, auch mit den Viechern, die ganz steilen Flächen, wo es dann zum Warnen ist. Und im Winter haben wir da einen Liftbetrieb, da haben sie eine Sesselbahn und beim Nachbarfeld haben sie einen Schlepplift. Da bin ich wie Walzenfahrer und Beschneier. Im Winter fahre ich mit dem Radrak, also mit dem Gräsbohrer, mit dem Wistenbully und im Sommer mit dem Traktor. Mit der Walz kommst du relativ gut bergauf und bergan und da wirst du dann mit dem Traktor relativ gleich mal frech. Dass du halt dann auch, das geht mit dem Traktor auch, dann kommst du wieder drauf, das geht nicht. Das lernst du definitiv von Traktorfahren, weil du fängst klar an, arbeitest dich irgendwann nach oben, weil mit der Bissenrappen gibst das einfach nicht. Da fährst du auf und da. Wenn war es jetzt zum Beispiel, wo ich neu angefangen habe mit dem Bistenwalz fahren, da habe ich auch mal ein komisches Gefühl gehabt, weil wenn du da mal schaust, aber dann weißt du ja, du fährst da mit dem Traktor auch, dann musst du mit dem Bistenrad hergehen. Wie gesagt, das ist mein Hobby, ich bin ein Maschinenfanat und ich bin froh, dass ich da bei uns einen eigenen Betrieb da Sommer wie Winter da arbeiten kann. Auch wenn es im Nebenerwerb ist.
Ich bin gerade jetzt Übernehmer, ja. Ich war jetzt 9 Jahre lang Pächter und jetzt ist eben die Übergabe im Start. Ich werde auf jeden Fall Bauer bleiben, das ist meine größte Leidenschaft. Nein, ich bin da ganz optimistisch. Für erst 30 Jahre, ich starte erst jetzt durch und ich freue mich drauf auf die nächsten 30 Jahre.